Sound. Schönen guten Abend. Ich lag eben auf dem Sofa und dachte mir so, ach komm, ein bisschen Hühnchenpolizei können wir noch machen. Das geht noch. So. Ach ja, stimmt, ist ja Karneval. Grüß dich, Puh. Ist das so deine Welt? Au. Habe ich bestimmt schon mal gefragt und schon wieder die Antwort vergessen, aber ist ja gerade soweit, stimmt. Schönen guten Abend und willkommen zurück, Silence. Was ist das? Fishman's Best. Workers Craft Brewery from the Docks. Enno ist immer noch live, seitdem sie aufgegangen ist. Das ist krass. Ja, der empfindet, glaube ich, das Spiel, so wie ich auf der Couch liege und Serien und Filme gucke. Das ist so seine Welt. Ey, Henry! Ja, ich mache heute zweimal. Ungewöhnlich, aber kommt vor. Am Montag gehe ich auf jeden Fall raus. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das ist für ihn einfach Entspannung pur und mir macht Stream auch Spaß, so ist es nicht, aber ich will auch mal für mich alleine auf der Couch liegen. Ich habe jetzt 1,5 Stunden von Killing of the Flower Moon geguckt und ist gut gemacht. Aber nochmal 1,5 Stunden dachte ich mir so, nee, das schaffst du nicht, da pennst du ein. Also. Oh, Entschuldigung. Dachte ich mir so, warum nicht nochmal Stream anmachen? Quadratgesicht, Quadratmann. Fahndungsfotos. Ach so, die Hefte kann man sammeln. So, wir machen mal weiter. Wir ermitteln mal weiter. Wir haben ja mit ihr gesprochen, oder? Können wir jetzt eigentlich gehen? Seriously, how did you find me? Not even my boss knows where I live. Although I didn't include Ibn in my little private mission, some of his resources were still available to me. Wie war der Tag so, Henry? Wie war's bei McDonald's? Ich habe gehört, ihr habt heute bei McDonald's diniert. Gab's einen McRib? Das ist so mein Lieblingsburger bei McDoof. Yeah, let me guess. There's someone at the station working for him. Someone? You're so cute when you're playing naive. Have you ever had dealings with the police? Not in this city. And otherwise? Does it really matter, Mr. Featherland? No, it does not. Maybe it does. More than a little. I'm afraid you'll have to unravel that thread yourself. But you will find nothing but a dead end. Well, Weren't you supposed to be waiting in the car? I was bored to tears, Sonny.
I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Naja, sie ist immer eine Katze. Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh, Silence, beschwöre den doch nicht herauf, wobei der schläft wahrscheinlich schon. Oh, it's you. How can I help you, gentlemen? Look, we really don't want to dig into your personal life, but... But what exactly is my relationship with Mr. Wessler? Ja. And how close am I to him? Ja. You don't beat around the bush, man. Wer geht mit 27 Jahren um 8 ins Bett? Der ist halt noch nicht mal... Weiß ich nicht, wie alt der ist, aber der ist noch keine 18. So wie der sich verhält. Well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no, I'm not sleeping with Mr. Wessler. Well, thanks for the quick and straight answer. Anything else? Nach der Show hat Eben den Zar-Club verdächtig schnell verlassen. Stimmt, er ist nicht mehr da. Do you come here often, Olivia? No, not really. Well, okay. Thanks. You're welcome. You know, Ibn's not as ferocious as you'd think. On the contrary, he's become very different recently. I heard. Don't you find that weird? A sudden change of heart? Sometimes an animal just has enough. Fed up and wants a change. I deeply respect that. Sagen wir einfach, es ist Räubusch-Vanilletee, aber es ist eigentlich Well, thank you for your honesty, man. Waldbeerentee von Rewe. Natascha. What's your relationship with Miss Natasha Kutsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Well, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. Das If I'm not Wochenendhaus. mistaken, Natasha has a weekend house in Flowerville. Yeah, that's right. Can you tell me anything about it? I've never been there. Allegedly, it's beautiful. Elegant and luxurious. Just like Natasha herself. Super. Excuse me, pal. My name is Santino Featherland. Gabriel, what do you want? Chickens. Do you Flattermann. happen to know where Mr. Wessler went? Do you take me for a fool? Get out of here while I'm in a good mood, birds. Okay. Ein Luchs. Gabriel der Quäler Antipov. Lynx. Still und tödlich. Er ist höchstwahrscheinlich aus Stovonien. Dieser Rotluchs ist vermutlich einer von Eben Wesslers Schlägern. Okay. Die standen vorhin noch zusammen, die Ziege und das Alpaka. Jetzt nicht mehr. Remember that old case with the fox and the raven? How could I even forget? Absurd, right? All that bloodshed for a piece of cheese. Yeah, hunger can bring out the monster in animals, right? And the wildest and most primordial instincts, no matter how civilized they seem.
As you say, Marty. Allerdings, zählt das eigentlich als neues Streak? Oder hat er sich noch gemerkt, dass du vorhin da warst und es zählt nicht als neu? Wann werden die Hühnchen endlich geschlachtet? Ich habe keine Ahnung. Sonny. I wouldn't mess with Laura if I were you, Pat. You're telling me. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwann geschlachtet werden. Aber das sind Polizeihühnchen, da wird schon nichts passieren. This is the life, huh? Bin bei What's this guy 71, do? okay. Real estate? Mob accountant? Or is he a movie star? He looks like a coat hanger to me. Kleiderbügel. That was actually worse than the previous joke. I try. Ach so, wegen dem Geweih. Der Pferdetyp ist lustig, der Barmann. Hey, Big Nose, where did Mr. Wessler go? Unfortunately, I don't know, Big Face. But I wouldn't tell you even if I did. Really? Say, did anyone ever tell you that you're an irritating piece of Shit. Anything else, dear sirs? Was müssen wir mit ihm hier reden? Film mal. So, have you talked to Natasha? Jo. In fact, yes. She was, kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... You're, too old for this shit, huh? As you say, pal. That's exactly how I felt, too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Old croakers. You're safe while I'm here. Okay, I didn't say anything. Was hat er uns denn? Ach, hier, ein Zettel. We stepped into it, didn't we? We stepped into it, didn't we? Da fehlt die Hälfte. Of all that's furry, what kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Die ganze Mieze ist ein Geheimnis. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Oh, shut up, Marty. Natascha Katzenkos Wochenendhaus. Es befindet sich im saubersten Viertel der Stadt, dem isoliert gelegenen Bezirk Flowerville. Ich würde zu gern wissen, was sie dort verborgen hält. Benny ist die Vulva und ich die Grazielle. Ach du Scheiße. Her Majesty. Reigns. Stimmt, das war dieses Kartenspiel, ne? Ja, ich schäme mich dafür. Ich habe auf der Liste, die Filmer mir zugesteckt hat, nur ein paar der Namen zuordnen können, aber diese stammen ausnahmslos aus den höchsten Kreisen von Clawville. Es könnte eine Gästeliste für eine Hochzeit sein, aber das bezweifle ich. Die Liste mit all diesen Namen der besseren Gesellschaft muss etwas mit Natascha zu tun haben und damit auch mit den Drohungen. That girl is looking at me. She's just looking at anyone whose glass is empty, Marty. That's all. No, Sonny. She was staring at me, like, hard. I saw it. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second.
You see that, right? She's looking right at us with those big, black, weird squirrel eyes. Okay, Marty, don't panic. And just look elsewhere and walk away slowly. Creepy little squirrel girl. Ich dachte, die will mit uns reden, aber anscheinend nicht. Auf zum Wochenendhaus. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. Da ist jemand tot umgefallen, ne? Man hat die Hand noch gesehen. Das war's. This place gives me the creeps. I wouldn't say I like it either. Ey Heike, schönen guten Abend. Na? 10 Streams in Folge, Dankeschön. Fürs Vorbeikommen nochmal und sorry fürs spontane Stream. Mir war irgendwie nochmal danach. Auch wenn ich vorhin bei God of War gesagt habe, wir sehen uns morgen. Jetzt sehen wir uns doch nochmal heute. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen angenehmen Abend. Let's take a look around before we go inside. Textbook. Klassisch. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Halt den Schnabel. Oh, da leuchtet uns aber ganz auffällig so ein Schuh an, oder? Chicken police, hands up. Er hat die Big Bird mitgebracht. Bin zu Hause, Freund ist derbe erkältet, also eher einsames Wochenende. Och Mensch. Ja, dann hoffe ich, dass es ihm nächstes Wochenende wieder besser geht. Habt ihr euch heute gehört? Ja, bestimmt, oder? Marty, that's enough. So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear. Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Ja, mit Husten hast du dann auch nicht so die Muße, lange zu reden. Das kann ich mir vorstellen. Watch who you're talking to, boy. Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured a feet when I was in a room? Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course. She's in the trunk. It's time to get... That's what I like to hear. Marty,
Before, of course, it's... That's what I like. Ach so, jetzt gehen wir nochmal einen Kofferraum und nehmen die mit. Let's go. Hello, my beauty. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Again. Very gallant of you, partner. What, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. Ich würde sagen, was mitzunehmen, ne? Ersatzrad. It's the nothing. What? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Yep. But you do have a shotgun with you. Ja, einfach in den Hausflur reinschießen. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Ach du Scheiße. She was lying on the floor as if she was sleeping. She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city. But in the end, its filth pulled you under. Oh, You know, Küstenkind. no animal can swim in high heels. Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened? Was it Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. So lang war ich doch gar nicht weg. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it a lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Deborah ist tot und auf ihrem Rücken wurde ebenfalls Uwe geschrieben. Wir haben Deborah tot im Wochenendhaus von Natascha Katzenko gefunden, nackt mit einer Botschaft auf ihrem Rücken. Der Anblick von Deborah hat Marty einen ziemlichen Schock versetzt. Das kann ich verstehen. Ich wusste, dass es kein Routinefall werden würde, aber in so eine Situation wollte ich den alten Flederwisch bestimmt nicht hineinziehen. Ey, Sebastian, willkommen zurück. Ja, ganz spontan habe ich mich dazu entschieden, einfach nochmal den Stream anzumachen und weiter als Hahn zu ermitteln. The message. Here, too. Yes, but this isn't about Deborah, and wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible.
Anything interesting in there? Yeah, I think there is. Ein Gegenstand aus der Handtasche geholt. We stepped into it, didn't we? SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities. But we must find out where it's from. We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Cretin. Of course I remember. 555-111. Is it? Since when? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah, right. Clarville PD, how can I help you? I found a corpse. A woman. She's dead. Cold. The address is Rochester Street 37, Flowerville. Sir, please, would you repeat that? Rochester Street 37. Write it down and hurry up for the sake of the wild ones. Hurry! Hurry! Like a pro. Yep, like I've done it before. Oh, yeah. I almost forgot. How can you forget a case like that? How many times have you seen a three-headed monkey in your life? Dreiköpfige Affe, das ist so eine Referenz an Monkey Island, I oder? have a memory of a chicken, you know? That's for sure. Now let's get the hell out of here. This must be Natasha's family. Wealthy. Monkey Island, You think genau. she's from the Stavonian Tsar's family? Oh, nobody could have survived that massacre. But I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway? What, an alias? Let's not draw hasty conclusions, Marty. Das ist voll süß mit den Katzen. It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. Das ist Kunst. It's so art, I'm scared to have an opinion. Damn, just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. Und jetzt, was ist passiert? You can't be serious. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. Da ist jemand der Farbtopf umgekippt, Fall gelöst. It doesn't make any sense. Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Molly. Taube, Otter, Nilpferd, Luchs.
Ein TNSB Easter Egg. Was? Affe. Die Katzen? Nee, ich würde sagen, das ist schon hier irgendwie was. Aber halten die was in der Hand? Nee. Das Familienfoto meinst du? Aber es sind ja alles Katzen. Da kriege ich ja keinen Hinweis raus, was ich hier einstellen muss. Na? Storch, Schaf, Tiger, Fuchs, Löwe, Vogel. Oh. Vielleicht an einem anderen Ort. Wir können ja wahrscheinlich nicht mehr herkommen, wenn... Wir haben ja die Polizei jetzt schon angerufen. Molly. Die werden die Leiche ja dann sichern. Oh. Verdammte Hacke.
Ein Anwärter? Krass. Ich habe halt überlegt, ob man das vielleicht am Geräusch irgendwie hört, aber wenn es so einklickt irgendwie. Aber ich glaube nicht. Stop staring. Okay. Furry hell. Viermal der Storch. Ich kann da nichts raushören, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo Livius, grüß dich. Vier, die was in der Hand halten. Molly. Xar-Club. SN. Could be. Ich komme da nicht drauf. Ich komme nicht drauf, was für... Wolf, Vögelchen, Fuchs, Tiger, Schaf, Storch. Wie sie sich fressen. Ich würde sagen, ein Tiger frisst alle Tiere. Und ein Löwe auch. Ich meine, der Vogel hätte vielleicht ein Problem. Ja. Ach so, mit dem überm Fluss ist ja. Wir können mal überlegen. Wir haben ein fliegendes Tier
und 2. Und 1, 2, 4, 5 nicht fliegende. Herr Tarnes gähnt sich mal wieder durch den zweiten Stream des Tages. Ja, es kommt sehr selten vor, dass ich einen zweiten Stream am Tag mache. Sehr selten. Aber heute ist es passiert. Heute ist es passiert. Ich habe heute einen Film geguckt, der irgendwie 3,5 Stunden geht und musste leider nach 1,5 Stunden erstmal Pause machen. Den ersten habe ich nur kurz auf dem Handy geguckt. Ach, alles gut. Mach dir da mal keinen Kopf. Danke für 5 Streams in Folge gucken. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das lösen können. Ich gucke jetzt nochmal auf das eine Bild, was wir haben. Taube, Otter, Nashorn, Wildkatze. Das haben wir alles nicht. Taube, Otter, Nashorn. Keine Ahnung, und Wildkatze. Scheiße. Habe ich geguckt vor ein paar Wochen schon, fand ihn etwas verstörend und seltsam. Ich wusste nicht, was der Film mir sagen will. Ich wusste nicht, was der Film mir sagen möchte. Aber man muss nicht immer alles verstehen. Man muss nicht alles verstehen. Auf Amazon, oder wo war der? Ich glaube ja, ne? Wie der arme Student sich in das Landhaus Saltburn hineinschlief, ja. Wie gesagt, unterhaltsam fand ich das eigentlich nicht. Es hat mich ein bisschen befremdet. Und es hatte auch so ein paar, naja, spezielle Szenen, wo ich mir dachte, nee, das brauche ich nicht. Da liegt ein Reh, was tot ist. Könnt ihr auch die Besitzerin des Safes fragen? Ja.
Fürchte, wir kommen hier halt nicht nochmal her, ne? Also wir können dann den Safe nicht öffnen. First Class war das... War sowas von der Teufel trägt Prada neu. Habe ich noch nicht geguckt. First Class. Aber ich glaube, ich habe schon mal einen Werbebanner davon gesehen. Ich hol dir einen Hinweis. Kommen dir diese Tiere bekannt vor? Irgendwo musst du etwas Vergleichbares schon mal gesehen haben. 4 Tiere auf den Plätzen. Hast du dieses Muster nicht irgendwo schon mal gesehen? Das Polizeirevier. Sieh dich im Inneren des Polizeireviers um. Hä? Ich soll jetzt echt den Ort wechseln und hier nochmal herkommen? Kann ich zum Polizeirevier? Ja. I don't know, Sonny. What exactly are we doing here? Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend house in Flowerville. Learn something from Phyllis and Roy's. Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Hier das Stachelschwein. Ach. Nee. I wholeheartedly agree, partner. Let's avoid the whole office section as much as possible. Das Stadtwappen. Did you ever notice how much bigger the lion and the fox are than the other animals? You know, maybe all animals are equal, but some animals are more equal than others. Huh. So that's why our king's a fox and not a sheep or a bird, right? It's maybe a little late, but you're starting to get it, Detective. Löwe, Storch, Schaf, Fuchs. Oder? Löwe, Storch, Schaf, Fuchs. Löwe, Storch, Schaf, Fuchs. Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? Yeah, I can't make it out. Wie man hier einfach nochmal herkommen kann. Hektor der Dritte oder wie die meisten Tiere ihn nennen, König Fuchs, ist das dritte Mitglied der Faliu-Dynastie. Naja, ist bestimmt französisch. Auch wenn Clawville ein kleiner Staat ist, so gehört doch der König zu den einflussreichsten Tieren der ganzen Wildnis. Nicht nur aufgrund der Bedeutung der Stadt selbst, sondern auch wegen des kolonialen Reichtums. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. So a piece of a painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office? You know what? After all this, I could use a drink. Right answer.
Mullins Zeitungskiosk. Wir können nochmal in den Club. Wir können ins Hotel Atlas. Dann gehen wir mal zum Zeitungskiosk. Da waren wir noch nicht. Should we say hi to the old beaver? Das ist ein Biber. Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello. And we do need information. Außerdem ist der Hauptdarsteller sehr, sehr cute. Na, das ist doch schön. Der ist doch gut. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper. An encyclopedia in the flesh. Yeah, he always has something. Timothy Saltwater, Möwe. Larus Belchieri, männlich. Laut, lästig und übermäßig enthusiastisch. Leider ist er auch der Fan Nummer 1 der Chicken Police. Haben wir ihn schon kennengelernt? Mullen. Biber. Castor. Hercules Mullen. Alt und voller Geheimnisse wie die Stadt selbst. Wo ist das Schwein? Ich weiß nicht, ob noch eins kommt. Es sind ja nicht mehr viele Personenplätze offen. Das stimmt, ja. Bei Saltburn. Mullen ist ein alter Bekannter aus der Zeit vor der Chicken Police, also von vor sehr langer Zeit. Ich habe ihn immer Onkel Mullen genannt, auch noch als junger Polizist, obwohl er nur wenige Jahre älter ist als ich. Es ist so vieles, was ich einmal werden wollte. Ehrlich, weise und immer gut gelaunt. Er ist so vieles, nicht es. Mullen weiß fast alles über jeden, den man kennen sollte. Das sollten wir für uns ausnutzen. Und so, hier fehlt noch jemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mögliche Tiere kommen noch. Da ist ein Schwein. Piggy Diggy Lottery. Wir haben einen neuen Sammelgegenstand. 4 Eier habe ich, 2 weiße und 2 braune. Resident Evil. Da hat man braune und weiße gehabt. Und goldene gab es auch 2. Dead Silent Night. Piggy Diggy Lottery. Do you feel as lucky as this fella? Der hat die Taschen voller Geld. The taxi company for the upper class only. Politicians and gangsters. Mullen's car. Ancient, but kind of beautiful. Like the old beaver himself. Capcom hat gesagt, Resi 5. Gesagt, 5 Resi-Spiele sind in Entwicklung. 5 Stück? Wie jetzt neue? Auf einmal? Produziert man nicht erstmal 1? Oder meinst du Resi 5? Wie das dort regnet, es schüttet aus Kübeln. Chandler's used to be quite a prestigious cafe. Könnten auch Magnificent Spin-offs animals sein. had breakfast here. And in the evenings, philosophers and writers would get drunk together and argue. The place is now just a second-hand bookshop. Ja, Just puh. a shadow of its former self. Like so many things in this city. Like me. Die sollen lieber Dino Crisis 2 machen. Kommen alle gleichzeitig raus. The Clawville Chronicle. The most read and probably the most biased newspaper in the city. It's supposed to be a royalist rag, but the separatist overtones are getting stronger and stronger every day. Alle bugfrei. Jetzt kommen alle mit Remakes, Remasters und irgendwelchen Ports. Nervt nur noch. Some things are indestructible, right? Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick.
My old man used to drive here from the other side of town for his daily papers. Yeah, many still do. He certainly is something. Ich habe nicht mal Dragon's Dogma 1 gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bestimmt wieder so ein JRPG-Kram. Darum Idle Games, die gibt's immer wieder schöne neue Ideen. Idle vor allen Dingen, Indie Games, nicht Idle. Ah, ich muss ins Bett, glaube ich. Meine Augen. Ich kann nicht mehr richtig gucken. Mullen's a wizard from a forgotten age. Yeah, kind of. Indie Games, ja, die haben immer schöne neue Ansätze, das stimmt. Ab in die Haie, ja, bald. So, wir müssen erstmal mit dem Biber sprechen. We're getting older and older, and Mullen's not changing a bit. Where's the justice in that? He's just eternal. Like an ancient god or something. Um 9 geht's ins personification Neste. of the city. What a lovely thought. But if the city took shape, it would most likely be some kind of vermin. Yeah, true. But that wasn't very politically correct, coming from you, pal. Hey, you know I didn't mean it like that. Yeah, I know, Marty. You're too good for this world. Aw, thanks, boss. It wasn't a compliment, Marty. Ich muss morgen früh auch raus und fahre nach Halle zum Fußball. Ah, na dann ab ins Neste mit dir. Ab ins Nest. Dragon's Dogma. Dark Arisen on Steam. Hat ja gute Bewertung. Aber wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Keine Zeit für noch ein Spiel. Spielt man da einen Drachen? Es gibt auch eine TV-Serie dazu. Was waren zuerst da? Können gefallen. Es gibt auch sexy schwarze Männer oben ohne. Ja, okay. Jetzt muss ich es ja spielen. Als Griller in der Fanversorgung. Ah, okay. Ja, sehr schön. Da grillt der Sebastian. Die. Man erstellt einen eigenen Charakter. Das ist ein Rollenspiel dann, ja? So wie dieses komische Silent Hill 2, was jetzt für die PS3, was wie ein PS3-Spiel aussah. Ja. Hey, Hercule. What's up, old friend? Cool. Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? Der ist lustig. We're working, Uncle Mullen. Hercule Just like you. I'm afraid we're Pirot? also walking Nee. a little bit outside the law. Ich glaube But it's nicht. New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you know everyone in the city. What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty had been just a chick when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Me sons. Aw, thanks, Uncle Mullen. Obert Eben Wessler. Eben's a ruthless gangster, that's for sure. But he's not bloodthirsty or stupid. Bin You're hier not in buggt. danger until you're in his way. And that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. Der hat so eine Hühnerbrust, dass die Jacke spannt. Ja. Wobei mir einfällt, viele aus der BTSV U23, ist bestimmt eine Bezeichnung für irgendwie eine Fußballmannschaft, haben bei Halle gespielt, beziehungsweise sind da noch. Fußball, geht mir weg mit Fußball. How come they never tried to approach you, Uncle? What? Of course they tried.
They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibben's #1 thug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them, over my cold dead carcass. Eintracht Braunschweig. Aha. Oh, looks like it worked. I'm too much for 'em, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibben's almost almighty, but he avoids scandal like rats avoid fire. That's a good one. I'm a poor nobody, my lads, but my name still carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. Klingt so schottisch so ein bisschen, ja. Yeah, when I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, Nee. and impetuous to me. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking. Beaver humor, you know? Nobody gets it. Not even the beavers. Good one again. Marty Hey, McChicken. Martin, my lad, what's up? How's that beautiful wife of yours? Schottisch oder irisch? Irgendwas, was klingt wie Englisch mit dem Mund voller Kartoffeln. Laura's perfectly fine, thank you. It's crazy you could grab an amazing woman like her, son. Are you blackmailing her with something? I missed your famous beaver humor. I'm just messing with you, son. Anyway, you look good. You're in good shape. You look more like a turkey than a rooster, if you ask me. Was? Thanks. This is priceless. Thanks, Hercule. We'll be back again soon. Yeah, sure will. Monika. Nice girl. She used to come here for a while, but I think she moved downtown. Yeah, she's the poster girl for workaholism. She lives in an apartment across from the PD, but sleeps at the station, if she sleeps at all. Sebastian. Es ist also unterschiedlich. Ich werde jetzt nicht das Video aufmachen, sonst mir aus dem Spiel raustappen und so, aber ist dann nochmal was anderes. Puh. Wir kennen ja einen Schotten. Wir kennen ja Django Jeff. Some animals just race and race through the years of their life until someone stops them and makes them wind down. Kaufen Sie den Baden-Candle, den Kerze, den Kerze, okay. Ja, ich habe schon gesehen, die haben ganz viele Sachen, auch, also fürs Rollenspiel ist das eigentlich eine coole Sache, dass du, wenn du Naturabenteuer hast und eine Kerze anmachst, wo es dann nach Wald riecht oder so ein bisschen, das ist schon cool. Ich weiß jetzt nicht, wo nach Bade riecht, aber da sind ja anscheinend immer 20-seitige Würfel drin in diesen Kerzen, ne? Abgefahren. Hab die Seite auf jeden Fall mir gemerkt. Nach Bad, was sonst? Nach Bad? Ach so, ja. Is there someone like that waiting for everyone? Indeed there is, somewhere. Usually not where we're looking for them. Yeah, right. Ja, cool. Mullen. How's Desiree? What about her? She's still beautiful, and she's still my wife, and I still don't get why she hasn't left me already. Because she's too much like you stubborn old dam builder. You see, you're right about that, sonny boy. And, the Right. cubs? OI. Cubs? More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Good move. Ah,
Ah, yeah, but they visit me often, though. They're good kids. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, Sonny. Ey, Avis. Akute Schlafstörung? Nö, ich hatte Lust noch mal ein bisschen in Chicken Police reinzuschauen, bevor ich ins Bett gehe. Und ich habe den Film, den ich angefangen habe, nicht geschafft zu Ende zu schauen. Killing of the Flower Moon oder so. 3,5 Stunden. 1,5 Stunden habe ich schon geschafft. Den Rest gucke ich morgen. Wie geht's dir, Avis? Alles gut? Schön, dass du mal zu einer Primetime streamst. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? Sonny boy, what have you gotten yourself into again? Uh-oh. That lass is Ibn Wessler's protege, to put it politely. She's the crown jewel of the city, a shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, me boy. Bleivergiftung? Ach so, wegen der vielen Kugeln, die in uns Now, stecken. I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If Über die you'll Kämme. accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can, and try to make it out with all your feathers. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything interesting? Levius, ich finde dich überall. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Und hallo Matze, grüß dich, schönen guten Abend. Liege seit letzten Samstag, also eine Woche flach mit Fieber. Ach du Scheiße. Eine ganze Woche schon? Kacke. Es ist auf 37,4 runter. Dann freue ich mich, dass es dir jetzt wieder besser geht. Ist ja schlimm, ist nicht meine Zeit. Ich gähne hier an einem Stück, sorry. Fuß. As I've heard, Natasha is quite a mysterious lass. She came from the Stravonian Tsardom and fled to Clawville, but from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery, years. and that rarely means good. Some years. Die Hühner sehen scharf aus. Ja, das sind Polizisten. Was schickst du denn immer für Links, Junge? Ich kann nicht jetzt immer alle Links klicken. Ich kann nicht immer links klicken, Silence. Hören Sie auf. Eddie, was für schöne, dreckige Schuhe. Danke, Silence. Schluss jetzt, Silence. Ich muss spielen, Silence. You're right about that. So, that's your advice? Be careful. Matze, alles gut bei dir? At least, Sonny boy, and one more thing. What's that? Never fall in love with a woman like her. Thanks, Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, Sonny. Just take care of each other, okay? And always carry a good gun in your pocket. Sie werden auch Busfahrer mit 60. Ich habe nicht mal einen Führerschein für einen PKW. Soll ich ein Busfahrer werden? Oh, I always have one in every pocket, old-timer. I know, Martin. I know. Wie soll das denn funktionieren? Wir wissen, von woher Natascha nach Clawville kam, aber einige Jahre ihres Lebens sind für uns ein absolutes Rätsel. Selbst der sonst allwissende Mullen konnte uns nicht mehr über sie verraten. Marty ist mit Laura, einem wunderschönen, warmherzigen Raubtier. Ich weiß nicht, was sie an Marty sieht, aber er hat wirklich verdammtes Glück, dass so eine großartige Frau für ihn da ist. Marty ist mit Laura... Da fehlt doch ein Wort. Zusammen? Vielleicht? Verheiratet? Was steht denn hier? Martys Wife. Ja, da steht der Bezug zur Frau. Na, egal. Dann werden sie halt ein sehr schlechter Busfahrer. Ja, ich parke nur. Ich fahre nicht, ich parke. Fahren Sie bald los? Nee, ich glaube nicht.
Monika ist so arbeitsversessen, dass sie sogar in den Block auf der anderen Straßenseite vom Revier gezogen ist. Aber auch wenn sie jetzt ganz in der Nähe wohnt, schläft sie trotzdem häufig auf dem Revier. Okay. Ibens schmutzige kleine Pfoten ziehen selbst in der dunkelsten Ecke der Stadt noch die Fäden. Seine Leute haben sogar mehrfach versucht, auf den guten alten Mullen Einfluss zu nehmen. Die Kinder vom alten Mullen sind schon lange flügge, aber er ist trotzdem ewig und unverwüstlich. Wie ein alter Felsen, auf dem die Stadt errichtet wurde. Schön Ernst-Reuter-Platz im Kreisverkehr mit 80 Spurwechsel üben, damit mit dem Bus dann. Nee, ich setze mich da nicht an ein Lenkrad, könnt ihr vergessen. Es sei denn, die geben mir einen Controller in die Hand, dann könnte ich Bus fahren. Das kriege ich hin. Grassmoor ist der Name eines von Savannen geprägten Gebiets, das 2 Jahrhunderte lang als Kolonie zu Clorville gehörte, bis es 792 seine Freiheit errang. Bewohnt wird Grassmoor in der Hauptsache von friedlichen Pflanzenfressern verschiedener exotischer Arten. Okay. So what are we doing here again, Sonny? I don't know. Maybe we could question Natasha. Do you think she's here? Who knows, Marty? We'll see. There's Philmar. Maybe he knows something. Ein Controller wie die Titan? Lieber nicht. Oh mein Gott, was für eine fiese Referenz. So, ich gehe Hayabubu machen, muss morgen hungrige Hallenser und Auer bekochen. Einen schönen Abend noch. Bis demnächst. Danke fürs nochmal reinschauen, Sebastian. Schlaf gut, komm morgen gut aus dem Bett und hab morgen einen schönen Sonntag unter Fußball spielenden Personen oder Fußballfans. BGM gefällt mir in dem Spiel. BGM. Ah, Background Music. Ja, die ist ganz cool. Das stimmt. Passt zu dem Genre. Sie müssen auch mal wieder einen Cooking. Warum sage ich denn Cooking Stream? Nee. Yeah, maybe he's not drunk as a skunk. Stop projecting onto others, old chicken. Ah, shut the clock up, Marty. No, I'm sorry I hurt your precious feelings, Boss Bird. Wie gemein. Sie müssen auch mal wieder einen Cooking-Stream machen. Quote 280. Ach Mensch, ey. Hey, old bird. What are you waiting for out here in the rain? Is that you, boys? I'm a little... I can see that, pal. Oh, it's alright. I just can't find my car. Oder ein Working Stream. Don't see very Nee, well in the das rain. geht nicht. My eyesight's pretty bad. I should wear glasses. Imagine that. A hawk wearing glasses. Nee, das geht nicht mehr. Früher, wo ich freiberuflich war, war das okay, aber jetzt, wo ich in Festanstellung bin, geht das natürlich nicht. Ein paar Tage noch, dann ist Frühstücken, ne? Yeah, it's funny. There ain't nothing funny about it, Snowflake. Whoa, all right, sorry. Have you seen Natasha or Ibn since we left? Gibt's dann wieder bodenlosen Kaffee? Unter anderem. Even Ace got put off a long time ago. Natasha, I haven't seen her. Thanks anyway, pal. Good luck with finding your car. You want some help? Could it be
that I didn't come here by car? What do you think, Sonny? Old friend? Du solltest in dem Zustand auf jeden Fall nicht Auto fahren. Frag doch deinen Boss, sagst du, damit machst du Werbung für Nachwuchs. Ja, genau. Nee, ich glaube, über die Schiene werden wir da keine neuen Leute rekrutieren können. Ja, dann kann ich den kleinen Mann da am Stream umarmen. Ach so, der da? Ja. Sie müssen Werbung machen wie Enno. Er hat die ganze Zeit Zuschauer in die Firma geholt. Ja. Ja, stimmt. Well, I wouldn't know that, Phil, but you take care, all right? Ah, you're telling me? Oh, that's funny. Hey, boys, tell me, is Natasha still inside? I can't give you any information about that, gentleman. I'm sorry. Ah, the regulations. I know. We've gotten used to it. Der da in dem kleinen Kasten. I am glad to hear that. And your boss, Wessler? Can we find him in the VIP lounge? I'm afraid I can't tell you that either. But we can take a look for ourselves, right? No problem, gentlemen. Thanks, Wooly. Your friend's not the talkative type, is he? He understands what we're saying, right? Don't anger me, chicken, or I'll tear out your throat before you could say hemp seed. Ha! Just try, Fleabag. Hey, folks, relax. The night's still young. We'll have plenty of time to tear each other's throats out, but right now we're busy. Ha! You're right. Bye, guys. Goodbye, gentlemen. Der ist so polite, der Türsteher. Ich zeig dir einen Wurm. Last Campfire, wunderschönes Spiel. Wunderschönes Spiel. Hello again, Bojack. Bojack. Please don't call me that, sir. You're right. I'm sorry. What's your name again? Well, if you really must know, I'm Lance, sir. Lance. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift over with and go home to sleep. Sleep. Relax. There won't be a problem. Just answer the questions honestly. Oh, if I must, let's give it a try. Warum spricht er so gay? Ich hab Right, keine kid. Ahnung. Vielleicht ist es ein Einhorn. Lance. Lance. Yeah. So, have you seen Natasha since her performance? No, don't ask me anything about Miss Kitsenko and Mr. Wessler. It could cost me my job or even more. Hey, it's a matter of national security. It could be. Yeah, see, it could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the crown and the whole city of Clawville. Oh, okay, all right, just stop that chicken shit, will ya? I saw Natasha, yeah. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. And then what happened? She came right back in 2 or 3 minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. And you haven't seen her since? Allerdings zu Quatsch I kommt. genuinely haven't seen her ever since, sir. Sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. So Natasha had left. Wenn sie nur 2-3 Minuten weg war, war sie nur vorm Haus. Also vorm Club. Da kann sie ja nicht durch die halbe Stadt gefahren sein. Seems so. But she never arrived at the weekend house. Then? Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Okay, Boss Bird, lead the way.
So, we meet again. How unpleasant. I'm sorry, Olivia. We won't keep you long. Perhaps you could tell us if you've seen Natasha. She hired you and you already lost sight of her? That's unfortunate. We should have met her, but she didn't show up. Should we be worried? Are you asking me that? Stimmt, die I wollte sich haven't am seen her Haus since she was treffen, on ne? stage. Not like I was paying any attention to her or anything. Thanks, sweetheart. We won't bother you anymore. Thanks, Olivia. Don't mention it. Filmer hat sich anscheinend gründlich begossen. Stimmt's, alter Kumpel? Was für ein Klischee. Phyllis and Roy's are nowhere to be seen. Praise the great wild ones. Well, let's hope this is a good omen. Maybe finally the pincushions have started to do something with themselves. And maybe it's not a coincidence, since we've just found a dead body, Marty. Yeah. What can I say? The night's starting to get off, huh? Just like the good old days. Well, let's just hope there won't be any more surprises tonight. You don't believe that, do you, boss? I see the boss is ready to explode today. What did you expect? The madness kicked in and he's got to be at the PD. Deputy Malloy's blind drunk. What's the name of the old man's wife again? Poor lady. Marcia. She was waiting here for a while too, hoping it'll only take a few minutes. But as soon as they saw the state Malloy was in, she got into a taxi and went home. So that's why the old hound's so angry. Please, boys, don't make him more so, all right? Unfortunately, I can't promise that, doll. As usual. Look what we found, Mon. Does this mean anything to you? It's beautiful. Embossed, gilded. These are rare. But I've never seen anything like this one before. Where's it from? I'm afraid that's a secret, at least for now. You haven't taken vital evidence from a crime scene, I hope. No, no. Oh, what are you thinking? On my feathers. You're gonna be in trouble, boys. Only if we don't wrap it up, Mon. Listen, Mon, that girl they found in Flowerville. You've seen her, right? Yes, we were first on the scene. Boys, you know I should report you immediately, don't you? Nee, mach das mal nicht, Mann. We know, Mon. We're only asking for a little more time. Moni! We're hot on the trail. If you learn anything, would you, please tell us? Are you crazy? Hey, keep it down. Blood boils right behind us. Please, Mon. It's a matter of life and death. God damn. Okay. Verfluchte Schnabeltasse. To you. Oh mein Gott. Thanks, doll. We'll be forever. Good old Philmar hasn't been sniffing around here recently. Yeah, he was here a week and a half ago. He used the archives and took out some public records. That's all? That's all. Oh, and he asked me out for a coffee. I hope you said no. Why are you so interested, Marty? No, I'm not. I just... I told him no. Just like I told you no on all 25 occasions. Uh-oh. Glad to hear that. Hey, Mon. Is the boss, angry today? Angry? That's an understatement. I see the New Year's Understatement. madness has started. Everyone busy? As normal, boys.
The city's gone crazy, and we already have our first dead body. They found a girl in Flowerville. It's a nasty case. What do we know about it? Sonny, you know I can't tell you. Oh, come on, Mon. I only have 120 days left. And we could pretend these are my last beautiful days. On my feathers, Sonny, stop that. It's so not your style. Ah, he's been like this all day. Shut up, Marty. Come on, Mon. All right. Though I don't know much. The girl was found inside a house. I won't tell you the address. I have a hunch you already know. Why do you think that? Never mind. Anyway, she was naked, but there wasn't any sign of a struggle. There was a message written on the wall and on her bag, too. That's all? That's all. Thanks, Mon. You're not gonna ask what the message was? Oh yeah, what was it? You already know, don't you? Ah, I'm an open book to you, Mon. One I've read too many times. Officer Barkman, one of Blood Boil's little proteges. Shouting in 3, 2, 1. And action. Martin, what the hell do you think you're doing? Monikas Brille, die sitzt aber sehr locker. Naja, sie ist so, was ist sie, ein Kolibri oder so? Also sie ist zumindest so ein sehr schnell fliegender Vogel und da flutscht die Brille ab und zu mal hin und her, ja. We're just patrolling, sir. At the station? No, we're here for something else, sir. You missed me, huh? No, sir. I mean, yes, sir. I mean... Why are you grinning, Santino? I can't grin, sir. I have a beak. Ich hab einen Schnabel, ich kann nicht Don't be grinsen. cute, I can see it in your eyes. Should I close them, sir? Don't you peck at me, chicken, you hear? We're not even here anymore, Chief. We just quickly stopped by for something. Get out of my sight. Yes, sir. We have no business there. Okay. How many of these did we wreck in 10 years, Sonny? 9. And I have no idea. Jedes Jahr ein Not counting Polizeiauto it year kaputt 2. gemacht? How much does it cost the city to keep us on the force? Oha. Well, stop thinking about it. It'll make your head hurt. Ja. Yeah, right. Und dann ab zum Hotel. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold. Meine and so Augen, did the hören Sie air auf damit. outside. There was something unsettling in the black clouds, hiding all the stars. I prayed that they didn't bring an early snowfall. The night was already painful enough. Die Ärmste, ja. So, what are we doing here? Trying to calm down. I'll have a shot. Sure you will. And we're trying to put the pieces together, of course. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. So, how did this whole case start? Mögliche Verdächtige? Na, nee. Könnte wichtig sein, aber nicht im Moment.
Fast, aber noch nicht ganz. Ja, das muss richtig sein. Natürlich. Natascha und die Drohung, aber wo ist der Zusammenhang? Ha. Yeah, the threats are meant for Natasha, no doubt about that. But there was something Natasha didn't speak about. Hallo Chris, grüß dich. Schönen guten Abend, danke für den Raid, ne? Die hat etwas verheimlicht. Natasha is terrified, and she's in real danger. But she kept this list hidden from us. It seems too important to keep it a secret. But what could we do with this list? Er muss etwas damit zu tun haben. Vielleicht weiß er etwas darüber. I know only one person who moves Chicken in Police! circles high enough Ja, wir to sind know where Hühner. it's from. Lewis. Wir sind We must Hühner ask und him wir if we ermitteln. want to get out of this dead end. So, the card is, maybe a dead end. The piece of painting, too. But the list Philmar gave us... Ja, okay, warum auch nicht? Exactly. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. Lamar! Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Of course, it's Lewis. But where do we find the Bunny Man? Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. You know his number? By heart. 555-932. I wrote it down in my notebook as well. 932. Oh, you are a professional, Boss Bird. Danke für den Lurk, danke für den Raid. Lass es dir schmecken und einen schönen Hey, Samstagabend Lewis, noch. sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. Dreh dich bitte nicht um, ich will dich nur abstechen mit deiner Mistgabel. Resident Evil 4, oh mein Gott. A real case with the chicken police? Of course, Sonny. I'll be over in a few minutes. Thanks, pal. I owe you one. One? Just a second. Da ist er ja schon. Hasi. Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious case.
Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Well, these names. I know half of them personally. Maybe even more. I knew it. But I have no idea what kind of list this is. Here we go. But these are all members of the upper class. Politicians, business people. Oh my. Even the commander of the Royal Guard. Damn. But I really don't know what it means. So, is it a dead end? I'm afraid so. Look, I'm sorry I dragged you into this, Marty. Ah, don't be. I would have been bored to death, still be on that shooting range. And Laura, what about her? She's used to it. Every New Year's the same. Oh. You know, since that special one. Don't say it. A bloody New Year's. Yeah. So Laura's probably at home, waiting for me on the couch, staring into a candle and killing a bottle of wine. Or two. You can get out of this any time. You know that, don't you? If you start something, finish it, right? Let's just make it through alive, okay? Or Laura will bite off my head. Literally. I'm on it, partner. Would you like a shot? You know what? When we're done with the case, then we can celebrate. Let's hope the case won't end us instead. Amen to that, Brother Bird. You know, this city's outgrown us. Why do you say that? Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite. Cordite? Don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. Na, bin Daneri. No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. You're screwing my mood. Yeah, but I'm not sorry. No shit. We stepped into it, didn't we? It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. SN. Could be the initials of a person. Ich brauche noch 5000 Teebeutel. Dann hast du 125.000. Für das Kleine. Oh, cool. Das ist ja wirklich sehr bald dann. Wie schön. Freue ich mich. 2, 3 Streams noch und dann geht ein weiteres Faultier raus. Deborah, the girl who came to me tonight. Cool. Yes, she's a very lovely young lady. Where did you take her after you two left? Where she asked me to Flowerville. Flowerville? Rochester Street 37? Yes, exactly. Why? Luck. Did something happen? Nothing good, Lewis. Nothing good. This? This? Oh, my goodness. I think we have a bingo, gentlemen. You see, I also have one of these. A card? Like this? Yes. It's a membership card to a very exclusive club. How exclusive? Very,
Very. That's what I'm talking about. What does SN mean, Lewis? It's the sweltering Nile. But that's a... Well, yes, it's a brothel, but it's not like that. It's something completely different. Calm down, Lewis. We're not going to tell anybody. Thank you so much. It is rather embarrassing. Listen, Lewis, how do we get in? You want to get in? Well, if you show them this card, they'll surely let you in, but it will be obvious you're not regulars there. We're used to that. So, are we going to a luxury brothel? Correct, Marty. Thanks for the help, Lewis. I owe you one. For the third time today, I think. I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately van disappeared. Really? That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. Werde mich aufs Sofa schmeißen. Gute Nacht, Hannes und Chat. Angenehme Zeit noch auf dem Sofa. Ich werde auch in einer Viertelstunde aufs Sofa folgen und wahrscheinlich noch eine Serie oder sowas schauen. Danke fürs Hiersein, Heike. Und einen schönen Sonntagmorgen. Ne? Bis bald. Natascha Katzenko. I didn't see her after the show. If I'm not mistaken, she usually leaves when everyone else has already left. What else do you know about her, Lewis? Oh, not much. What everybody knows. She was a dancer, then a backing singer, then star, and then club owner. We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian massacre? That's why the secrecy. Do you mean the massacre of the royal family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. So it's possible that she is a part of the royal family. I don't think so. Nobody could have survived that awful night. Awful night. You're probably right. Sweltering Neil. What should we know about the place, Lewis? Besides what they're dealing in there. No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some animals just go for company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. The wealthy who have a taste. Yes, of course. Is it true what they say, that it's some kind of hidden stronghold of the royalists? The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes, but stronghold? I don't think so. But the place must be an eyesore for the separatists, right? Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. The separatists wouldn't dare to go near the place. Well, we'll see what they have to say about these two old cocks. That was a little bit, equivocal. Wie bitte? Die Karte, die wir bei Deborah gefunden haben, ist eine Mitgliedskarte für ein Luxusbordell, das Sweltering Nile. Na, sieh mal einer an. Der alte Rammler scheint sich gerne die Zeit auf luxuriöse Art zu vertreiben. Ein beinahe legendäres Luxusbordell, das vorwiegend von Besuchern aus der Oberschicht frequentiert wird. Und von Louis, wie sich kürzlich herausgestellt hat.
Na dann. Rammler, ich habe das nur vorgelesen. Ich habe das nur vorgelesen. To Marty's delight, we were heading toward the most exclusive brothel in Clawville. The separatists Hallo, Oscar, opposing the grüß monarchy dich. hated the place, just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of all species. So the place wasn't just a brothel, it was a Sorry. symbol. But just like a brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Well, here we are. The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Twitch hat sich wohl in meiner Abwesenheit doch stark geändert. Wie geht's dir, alles gut? Calm down, Marty. Watch your blood pressure. Wie lange warst du denn weg, Oscar? Ich guck mal kurz, wann wir das letzte Mal einen Chat von dir gelesen haben. Ich scrolle. 29.05.23, ein halbes Jahr. Eigentlich noch länger. 9 Monate. Oder? Also ich habe jetzt hier gesehen, wie gesagt, Mai. Ne, was habe ich gesagt? Das ist schon spät. 10.02. ist heute. Letztes Mal geschrieben hast du davor am 29.05. Also Ende Mai. Schon eine Weile her, stimmt. Geht's dir denn gut? Hoffe ich doch mal, oder? Willkommen zurück. Lang ist her, ja. Oh mein Gott. Lemuren, Hündin, Vogel, Füchsin und Rezeptionistin. Die Bilder. Oh mein Gott. Ja, gestern ein bisschen Beef gehabt mit meiner jetzt ehemaligen Versicherung. Ach Mensch, scheiße. Scheiße. Was spielst du da? Ich spiele das Spiel, das heißt Chicken Police. Die ganzen Charaktere in dem Spiel sind halt Tiere und verhalten sich entsprechend auch so, wie sie reden oder wie sie sich geben. Es ist ein Noir-Krimi. Es ist, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das Spiel freigegeben ist, aber für die Uhrzeit vielleicht doch noch passend. So. Ich traue mich gar nicht drauf zu klicken. Hallo, meine Kfz-Versicherung meinte einfach, mir eine Rechnung zu schicken und meinen Beitrag um 35% zu erhöhen. Ach du Scheiße. Ist natürlich nicht so gut. Holy fur. You swallowed so hard, the whole place shook. Are you kidding me? I've never seen anything like this before. Is this even legal? Das frage ich mich auch. Why wouldn't it be? I don't know. Vice? You really must be joking. Vice in Clawville? Okay. I was pulling her leg. But still, it's a little hot in here. Well, cool down, Marty. Don't even look over there. Remember Laura, your wonderful girlfriend, whom you love more than anything. Ja. Hast jetzt gekündigt, die Versicherung. Na klar, kann man verstehen. Wormel! Mensch, grüß dich. Danke für den Raid. Guck bitte weg. Wir spielen hier gerade was ganz Schlüpfriges. Angerufen und meinten, ja, wir haben erhöht. Steht ja auch auf der Rechnung drauf. Ja, es war ganz unten. Die letzten 3 Sätze. Immer schön im letzten Absatz, wo man nicht mehr liest. Ja, ich bin noch mal da, aber auch nur noch ein paar Minuten. Ich mache 22 Uhr Feierabend. Bist du noch weitergekommen beim Komplettieren von Prince of Persia?
Kaum gemacht, kam eine E-Mail vom Stromanbieter. Hey, wir erhöhen den Grundpreis. Oh, auch sofort gekündigt. Scheiße, aber du brauchst dann einen neuen Anbieter, oder? Platin? Du bist jetzt Platin? Sehr gut. You don't need to tell me. Sehr All I'm thinking gut. about is her. With a hatchet in her hand. Was kommt als nächstes Spiel dann, Wormel? More like my nuggets. Meine Kronjuwelen? That's... Wir sind in einem Bordell gelandet. Muss noch Lies of Pi fertig machen. Okay, mach das mal. Ist ja nicht so meine Welt, diese Art von Spielen. Kfz ist jetzt beim ADAC und Strom bei Lidl. Wusste gar nicht, dass sie sowas anbieten. Ich bis eben auch nicht. Tanis, was spielst du da wieder? Ich habe keine Ahnung. Laura. That's it, Ma. Laura. That's it, Ma. Laura. That's it, Ma. Ich glaube es nicht. Ich kann nichts dafür. Das Spiel heißt Chicken Police und es gibt da halt wie in einem Noir-Krimi auch Bordells. Was soll ich denn machen? I don't even know. Good gods. Hey, keep it down, Er Marty. tut jetzt nur Unwissen. Er wusste es ganz genau. I see it now. Of all that's furry. Yes, it's very furry. Or more like, shaggy. Shaggy? Hier drüben ist auch nochmal ein Bild. That woman, she's familiar. Do you think it's her? The broad from the Bloody New Year's? God damn it, Marty. Do you have to say it out loud? It gives me goosebumps. Chicken bumps more like. Siehst du nicht seinen lüsternen Blick? Geh jetzt auch auf die Couch. Macht euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke für den Raid. Einen schönen Abend noch auf dem Sofa. Ich werde auch auf das Sofa /Couch wechseln in ein paar Minuten. Bis demnächst mal wieder, Wormel. Anyway, I don't know if it's really her. I always get confused by the exotic ones, but... Yeah, maybe. Honestly, it gives me the creeps. Yeah, me too. I think she must be the receptionist. Sollte ich meinen Schaden, den ich mir selbst ins Auto gefahren habe, noch schnell bei der Altversicherung melden? Ich weiß es nicht. Oscar, ich weiß es nicht, wie lange deine Mitgliedschaft da noch läuft. Bravo, Mr. Detective. Why'd you have to be like that all the time? Well, sometimes I seriously can't decide if you've become totally stupid over the years, or it just entertains you to act that way. Na dann. Vielleicht geht das ja noch, weiß ich nicht. Well, you know, that's a good question. That's exactly what I mean. My name is Day-Night Diamond. Welcome to the sweltering Nile, gentlemen. Der ist vom 31.12. Ah, das ist ja auch schon ein bisschen her. Silvester warst du da unterwegs. Aber weiß bis heute nicht, was mich das kosten wird. Oh, na, solange das Auto noch fährt. Miss Diamond, I'm Sonny, and this is my partner, Marty. If I may, miss, you have a beautiful name and exceptionally wonderful stripes. Marty, not now. Oh, thank you very much. Please excuse him. He doesn't visit places like this very often. Me neither, to be honest. Oh, nothing to worry about, gentlemen. There's a first time for everyone. You're absolutely right. We're just interested in a certain lady called Deborah. Deborah? We don't have any employees by that name right now, but if you want, any of our girls would love to be Deborah for a night.
Ach scheiße, das ist ja doof, Oscar. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Laune da nicht so die beste war. No. Excuse me, you misunderstand. She doesn't work here. I'm afraid I don't follow. It's kind of confusing, but let me try to explain. Please, I'm at your service. I'll gladly answer any of your questions. You hear that, Sonny? Any questions? Shut up, Marty. Die Nacht, die Sunnys und Martys Leben für immer prägen sollte. Sie begann mit einem seltsamen Anruf, gefolgt von dem unerwarteten Besuch einer Tigerin, und sie endete in einem Bruthaus, wo die beiden schließlich Zeuge eines nie dagewesenen Massakers werden sollten. Sonny wurde direkt in die Sache verwickelt, als eine seltsame Gestalt mit Zylinder seine Familie ins Fadenkreuz fasste. Allerdings gelang es dem Übeltäter, sich einer Festnahme zu entziehen. Tatsächlich wurde der Fall nie offiziell beigelegt, aber unter dem Druck des Generalstaatsanwalts sahen sich die Zeitungen dazu gezwungen, einen glorreichen Triumph der Chicken Police zu vermelden. Diese unglückselige Lüge bildete also den Ausgangspunkt für ihre Legende. So, Day-Night Diamond ist ein Zebra. Wunderschön, ruhig und professionell. Höchstwahrscheinlich eine Kurtisane. Oha. Hübsche Zebra-Empfangsdame am Eingangsschalter des Nil. Hab das Auto ja nicht mehr besonders lang. Das ist natürlich richtig doof, wenn es neu ist und dann schon so angekratzt, ja. So, wir sind durch, würde ich sagen, für heute. Und beim nächsten Mal machen wir im Bordell weiter. Ja, 2 Stunden reichen. Ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Aber muss ich dann auch eher spät streamen, ne? Das kannst du ja nicht am Nachmittag streamen. Stellt euch mal vor, hier, Louis kommt da rein. Das nächste Mal im Puff... Genau. Die Leiste ist gebrochen, muss also ausgetauscht werden. Na dann, versuch das doch noch zu machen zu lassen. Und dann... Vielleicht kriegst du das über die alte Versicherung abgewickelt. Wer weiß. Wer weiß das schon? So. Stream Nummer 2 heute. Krass, ich bin schon fast so krass wie Enno. Aber nur fast. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Baldur's Gate 3. Oh, meine Augen. Meine Augen. Ist alles schon gemeldet, also bei der Werkstatt. Wird sich sicher melden und Kostenvoranschlag machen, ja. Mal gucken, was sie dafür aufrufen. Sei längst, du Krampe. Du Krampus! Wieso quälst du mich so? Ganz viel. Ja, es wird nicht günstig, kann ich mir vorstellen. Der sei längst. Emotes vom Enno, zumindest die Herzen, das andere auch? Na, natürlich. Natürlich. Lurk. Ja, ich habe irgendwie ein animiertes und ein nicht animiertes Emote zusätzlich bekommen. Keine Ahnung, ob ich wieder irgendeine Sub-Schwelle überschritten habe, dank Tom. Könnte sein. Und habe ich natürlich gleich wieder ein paar mehr aktiviert. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wormel, danke nochmal für deinen Raid. Cthulhu, danke für deinen Raid. Livius, danke für 5 Streams in Folge gucken. Heike, danke für 10 Streams in Folge gucken. Und danke an euch alle fürs hier sein. Ich wünsche euch bald eine gute Nacht.